Schwingungserhöhung auf unserer schönen Erde, rasanter Wandel bewirken nicht nur Orientierungslosigkeit bei vielen, sondern triggern auch unsere sogenannten Schattenthemen. Eines davon Opferbewusstsein. Was hat es damit auf sich? Wie hängen Opfersein und Schwingungslevel miteinander zusammen? Und was kannst du tun, um aus dem Opfersein rauszukommen? Zum Thema Opfersein gibt es sicherlich ganz verschiedene Auffassungen. Prüfe also für dich persönlich, inwieweit du mit dem, was ich als Inspiration für dich anbiete, in Resonanz gehst, inwieweit du dir etwas daraus nehmen kannst. Wichtig ist mir auch noch Opfersein. Damit meine ich auf gar keinen Fall das sogenannte Drama-Dreieck mit Opfer, Täter, Retter. Das lassen wir mal außen vor. Und außen vor lasse ich auch alle Dinge, die mit kriminellen Handlungen zu tun haben, deren Opfer du werden kannst. Worum es mir geht, ist das Gefühl, ein Opfer zu sein. Und dafür gibt es ganz alltägliche, massenhaft Beispiele. Nimm nur mal im Straßenverkehr, jemand nimmt dir die Vorfahrt und es triggert dich, du regst dich darüber auf. Frage ist, warum? Was steckt dahinter? Oder dein Partner, deine Partnerin betrügt dich, du lässt es dir gefallen. Oder dein Chef macht dich vor versammelter Mannschaft nieder. Du hast einen roten Kopf, lässt dir aber irgendwie etwas gefallen, was nicht in Ordnung für dich ist, was sich nicht richtig anfühlt, weiß dich vielleicht nur nicht zu wehren. Oder, und jetzt wird's etwas speziell, etwas gefällt dir überhaupt nicht und du beginnst gegen etwas kämpferisch anzugehen. Du kämpfst gegen etwas. Alternativ dazu setzt du dich für irgendetwas kämpfenderweise ein. Meine persönliche Auffassung dazu ist, alles, was Kampf ist, deutet auf Opferbewusstsein hin. Denn wenn ich mich nicht als Opfer fühle, brauche ich weder für etwas zu kämpfen, noch gegen etwas zu kämpfen. Dann ist Kampf eine Sache, die ich nicht benötige. Und das wiederum hat aus meiner Sicht etwas mit deinem Schwingungslevel zu tun und mit dem Grad deiner Selbstliebe. Sei jedoch getröstet, uns allen geht es mehr oder weniger so, dass es Situationen oder Menschen gibt, die uns triggern, ohne dass wir sofort eine Idee haben, wie wir damit umgehen könnten. Die Energien aus dem Kosmos und von der Sonne erreichen die Erde und uns alle natürlich gleichermaßen. Dennoch ist der Weg der Schwingungserhöhung ein individueller und jeder einzelne von uns entscheidet für sich, in welchem Tempo er diesen Weg geht. Schauen wir noch mal auf das Gefühl, ein Opfer zu sein. Wo ist das schwingungsmäßig angesiedelt? Wenn ich mir die Bewusstseinsskala von David Hawkins hernehme, dann liegen solche Gefühle wie Scham, Schuld, Angst, Trauer, Schuldzuweisungen, Verlangen, Hass und so weiter unten. Die Schwingungsebene ist niedrig. Mit anderen Worten, wenn du möchtest, dass du rauskommst aus diesem Opfergefühl, dann darfst du etwas tun. Lass uns jetzt schauen, was du tun kannst, um aus dieser Opferrolle herauszukommen. Als erstes, sei dir gewiss, das Ganze ist ein Prozess. Es wird wahrscheinlich nicht gleich von heute auf morgen klappen. Eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen darfst, ist, was ist mein Anteil an dieser Situation und an der Opferrolle, die ich in dieser Situation einnehme?
kleines Beispiel, und der Beispiele gibt es viele, das weißt du. Angenommen, die Situation, dein Chef macht dich vor versammelter Mannschaft da ein bisschen fertig, weil das Ergebnis nicht dem entspricht, was er sich vorgestellt hat. Wenn du dich jetzt fragst, was ist mein Anteil daran, könnte zum Beispiel eine Antwort lauten, weil ich Ja gesagt habe zu einer Aufgabe, für die ich mich nicht besonders gut geeignet fühle. Jedenfalls jetzt nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass dein Chef sich nicht klar artikuliert hat, was die Aufgabe betrifft. Dann wäre dein Anteil an der Situation zum Beispiel, dass du an einer Stelle, wo du dir nicht ganz sicher warst, nicht hinterfragt hast. Also der Ball liegt im Grunde auf deiner Seite. Oder dieses andere Beispiel, Partner, Partnerin geht fremd. Was ist mein Anteil daran? Ist es ein notorischer Fremdgänger, von dem ich das vorher schon weiß? Warum habe ich mich darauf eingelassen? Oder ist das ein Ausrutscher und die Partnerschaft, die Beziehung lohnt sich auf jeden Fall fortzuführen? Na, dann ist der nächste Schritt die Frage, was kann ich jetzt tun? In dem Falle wäre es ein Gespräch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, um die Situation zu klären und dann auch die richtigen Schlussfolgerungen für sich daraus zu ziehen. Also, erste Frage, was ist mein Anteil? Zweitens, was kann ich an dieser Situation verändern? Und du wirst merken, dass ganz häufig dein Anteil darin besteht, dass dein Selbstwertgefühl gern noch wachsen darf, damit du dein Veto dich getraust einzulegen. Und glaub mir, dein Gegenüber spürt, wenn du innerlich gefestigt bist. Das heißt, Selbsterkenntnis, Selbstwertgefühl, innerer Frieden sorgen am besten dafür, dass du aus dem Opferbewusstsein rauskommst. Und was ist, zumindest aus meiner Sicht, eine gute Möglichkeit, um in inneren Frieden, in Balance und damit in Standing zu kommen? Meditieren, Kontakt mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, mit Gott, mit dem Universum, wie auch immer du es nennen magst. Und den Kontakt erreichst du ganz gut über das Meditieren. Entsprechende Videos auch zum Thema Schwingungserhöhung verlinke ich nochmal am Ende dieses Videos. Ich hoffe, das Ganze inspiriert dich. Du kannst mit dem einen oder anderen konform gehen und für dich etwas herausnehmen. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sag bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.